Freunde, heute wollen wir mal über Tropical Vibe von Wahhan sprechen. Yes, Tropical Vibe. Ich habe ja euch schon den Jungle Vibe vorgestellt und heute reden wir mal über den Tropical Vibe. Ja, wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog. Yes, hier. Wir kommen erstmal zum üblichen Flakon. Sehr nice. Und der Flakon ist natürlich, wie eigentlich jeder Flakon, aus Glas. Ne? Eigentlich ist jeder Flakon aus Glas. Ja, bin ich der Meinung. Ich kenne kein Parfüm, was nicht in Glasflakon ist. Ja, auf jeden Fall sehr nice, wie ihr sehen könnt. Und hier steht auch der Name wieder an der Seite drauf. Ich hoffe, der Fokus macht das jetzt schnell. Und wir haben natürlich wieder ein Magnetverschluss. Yes. Und was haben wir hier? Wir haben Tropical Vibes. Ja, also es muss schon fruchtig, süß. Kennt ihr diese Haribo Tropical Süßigkeit da? So ungefähr müsst ihr euch diesen Duft wirklich vorstellen. Nur ein bisschen cremig, pudrig in Background. Wir haben hier Amber. Ja, Amber ist tatsächlich auch dabei. Und natürlich exotische Früchte und Ananas. Das harmoniert eigentlich, ja, wie soll ich sagen, sehr gut. Und Kokosnuss und die Mango ist dann noch dabei. Und dementsprechend, ja, ist es ein tropischer Duft. Ja, der natürlich dementsprechend süß ist. Eine gute Balance zwischen Süße und Frische ist schwer bei diesem Duft. Häuzigkeit finde ich noch minimal nachher, so ein bisschen in Dry Down, aber für den Sommer natürlich oder vielleicht sogar Frühling, obwohl es aktuell beschissen ist in Hamburg wieder und kalt, natürlich, und dementsprechend aber ist dieser Duft ja schon wirklich sehr ein Genuss, wenn man solche Art Düfte mag, ne? Aber man muss schon süße, fruchtige Düfte mögen. Im Hintergrund diese Cremigkeit macht es für mich sehr interessant. Und der Sprüher ist auch wie üblich bei dieser Marke oder bei diesen Flakons sehr gut. Ja, er kann auch von einer Dame getragen werden. Also er hat schon einen femininen Touch auch, logischerweise. Aber das macht eben... Ja, das ist eben es ist eben die Fruchtigkeit, ne? Diese süße Fruchtigkeit. Diese Süße ist aber nicht so zum Beispiel wie bei, ich muss jetzt nur als Beispiel nennen, Erba Pura, diese stechende Süße, diesen Zuckerkord, der hat ja keinen Zuckerkord, glaube ich, ne? Aber doch, hat er, glaube ich, doch. Aber dieses süße, stechende hat er nicht, ne? Also es ist so eine richtige, also wenn ihr diese Haribo-Tüte, ohne Werbung zu machen, diese Haribo-Tüte Tropical, wie heißen die, Tropical Frucht oder so, dann habt ihr eigentlich ungefähr eine Ahnung, wie dieser Duft riecht. Aber nochmal, er ist leicht, also wirklich minimal frisch. Er hat nicht so wie der Jungle Vibe die richtige kühle Frische. Nein, das hat er nicht. Und er ist schon süß, aber eine abgerundete Süße, die sich vereint mit der Fruchtigkeit der Mango zum Beispiel. Amber, es ist kein Amberduft, also habt nicht, denkt nicht, dass ihr da einen richtigen Amberduft bekommt. Nein, das ist es nicht. Also die exotischen Früchte und die Ananas stechen hier ganz extrem raus. Also das kann man so sagen. Also die fruchtigen Noten und die Ananas vor allen Dingen. Amber, Mango ist auch da, aber ja, die kommt nachher so im späteren Teil. Aber ich finde schon, dass Ananas, Mango und irgendwelche exotischen Früchten sehr extrem powern. Ja, den Duft könnt ihr übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da bekommt ihr auch 15%. Nehmt meinen Code, alles unten in meiner Videobeschreibung. In den Store könnt ihr mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall Tropical Vibes. Ein schönes Teil. Und wenn wir jetzt zur Haltbarkeit kommen, ja, da braucht man eigentlich gar nicht meckern, weil im Endeffekt kostet der Duft 39 €, es sei denn, ihr benutzt meine 15% noch, dann kostet er noch weniger. Im Endeffekt habt ihr
ja, 7 bis 8 Stunden da was von. Natürlich nicht powermäßig die ganze Zeit. Das ändert sich natürlich logischerweise. Aber ich habe zum Beispiel, was die Sillage angeht, die ersten 1,5 Stunden was gut davon. Im Endeffekt auch er hier, der Jungle Vibe, hat auch eine gute Performance und eine gute Haltbarkeit. Genauso wie der Tropical Vibe. Also ihr habt wirklich zwei Top-Dinger, die meines Erachtens, und nicht, weil hier Werbung steht und so weiter und so fort, meines Erachtens habt ihr zwei super Sommerdüfte, die ihr auf jeden Fall mal unter euren Riechkolben führen solltet. Blindkäufe kann man da machen. Zur Not, ist ja nicht so teuer, zur Not verschenkt sie, irgendeiner wird sie auf jeden Fall mögen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die nicht mögt. Weil hier, und es hat keine Ähnlichkeiten hier, ich habe das schon mal gesagt bei Jungle Vibe, das sind nur 10% zu diesen üblichen Verdächtigen, der da angegeben ist auf Parfumo, und der Rest ist eigenständig und noch ganz anders. Keine Ahnung, ich kenne seine Alternative, seine teure Alternative nicht. Ich kenne nur ihn hier und dementsprechend. Und ganz ehrlich, das kommt später. Ich habe ja noch den Pacific Aura, den werde ich auch noch mal euch zeigen. Dann haben wir hier wirklich, ich kann euch sagen, alle drei sind gut. Hier, das werde ich noch machen. Aber es geht ja um den Tropical Vibe. Yes. So, und wie sie gesagt, ihr habt was Cremiges, leicht minimal Frisches, ihr habt ein bisschen Amber, ihr habt was Fruchtiges, Ananas, Mango ist schon präsent und die exotischen Früchte. Also ihr habt hier wirklich Karibik-Feeling, Sommer-Feeling in Flakon für günstiges Geld mit guter Haltbarkeit. Ein super, ja, Flakon, was will man mehr und so weiter und so fort. Also meckern gibt's hier eigentlich nicht, es sei denn, macht überhaupt keine fruchtigen Düfte. Aber dann lasst den Duft gleich liegen. Ne? Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung kriegt ihr nochmal 15%. Und guckt gerne mal ein Video nochmal an, Jungle Vibe, unbedingt den mal testen. Ich persönlich, das sage ich jetzt auch gerne, finde den hier besser als den. Ne, das heißt aber nicht, dass er steht, ist guter Duft, aber den finde ich besser. Dazu sage ich noch nichts. Da kommen wir dann, wenn ich am besten finde, zeige ich dann, wenn ich den vorstelle. Ja, das ist echt. Also den solltet ihr mal testen. Richtig perfekt. Aber wenn das Wetter jetzt so ist, macht keinen Sinn so, ne? Aber ja, es ist schön. Es ist schön. Also tropische, vor allen Dingen Flakons sehen absolut geil aus, ne? Absolut geil. Und die Marke, nochmal darauf zurückzukommen, macht starke Düfte. Also richtig gute, das ist echt kein Plünn. Das ist echt kein Plünn. Und ich werde alle nochmal drauf zurückkommen. Qualitättechnisch, das ist schon nice, wenn man sich überlegt, 39 €. Selbst wenn wir jetzt nicht meine 15% nehmen, 39 €, 100 ml mit starken, kein Plünnflakon, richtig gut verarbeitet. Also das ist schon fast, ja, das ist schon sehr gute Qualität. Was soll ich dazu sagen? Das ist French Avenue ist auch so ein Ding, ne? Die Marke ist ja auch bombastisch, ne? Und richtig gut. Ja, wie gesagt, von der Qualität her und von den Flakons. Also alle so viele günstige Marken, ne, die bringen richtig gute Flakons raus. Das muss man wirklich so gestehen. Während eben andere, die teurer sind, denen jetzt nicht, ne, das ist schlicht und Meisterwerk. Aber es gibt eben viele, wo man sagt, okay, was ist das, ne? Und ich finde auch ich habe den jetzt leider nicht hier. Ich finde die OVP auch gut. Die hat so eine Lasche. Ihr kennt das doch. Da müsst ihr dann mit den Fingern so rein, wenn ihr oben die OVP aufmacht, diese Pappe, kommt ihr nicht rein. Warum ist bis jetzt hier noch keiner drauf gekommen, außer Rehan macht das ist so eine Lasche. Der könnt ihr ganz locker aufmachen. Ist geil. Ne? Also da ist noch keine einzige Marke sonst drauf gekommen. Naja, dementsprechend sehr nicer Duft mit guter Haltbarkeit und guter Sillage. Reicht auf jeden Fall locker. Und für den Sommer, da kommt er ja noch mal präsenter im Endeffekt. Also der Duft kommt wirklich im Sommer präsenter. Und ich sag ja sonst immer, Sommerdüfte sind sehr gut, wenn es kalt ist. Ja, der ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, alles, was mit Tropical angeht, mit Früchten, das kommt nochmal, wenn es wärmer ist, einfach besser. Genau wie Erba Pura im Endeffekt. Ist im Sommer auch sehr gut. Naja, gut, das war's. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den kennt. Und wie gesagt, guckt in die Videobeschreibung und holt euch den Duft. Und dann bin ich raus, Freunde.